Wir haben Tag 34 von unserem Roadtrip durch die USA. Und wir sind jetzt im Sequoia National Park. Around the world, around the world, around the world, around the world, Hans und Isa, around the world. Heute gehen wir auf jeden Fall durch riesige Wälder. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Wir haben jetzt eine Woche lang nicht gevloggt. Das war ziemlich geil eigentlich für uns. Ja, wir können ja mal erzählen, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Und zwar waren wir in Las Vegas. Eine Nacht. Ich glaube, 2 wären optimal gewesen. Aber Las Vegas fanden wir auf jeden Fall cool. Ja. Danach waren wir in Death Valley. Das ist einer der heißesten Orte hier in Nordamerika und Der Welt. der Welt. Ja, der Welt. Der heiße Ort der Welt. Und der niedrigste Ort, der liegt ungefähr minus 85 Meter unter Meeresspiegel. Aber es war einfach nur mega heiß da. Oh ja. Danach waren wir noch in L.A. Da waren wir 2 Nächte. L.A. fanden wir persönlich aber nicht ganz so geil, weil es war einfach viel zu groß und alles hat sich nur um prominente Menschen gedreht. War irgendwie, weiß nicht, am Ende nicht so unser Ding einfach. Ja, und jetzt sind wir hier im Sequoia National Park und Ja. es gibt Riesenbäume. Ach so, Gott, der ist doch schon riesig. echt groß. Wir sind auf jeden Fall in der Zwischenzeit viele 100 Kilometer gefahren und aus rotem Sandstein und Wüste ist jetzt grüner Wald geworden. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig über die Tage hier im Sequoia National Park. Ich glaube, das wird richtig geil und richtig schön. Ja, wir bleiben auf jeden Fall ein paar Tage hier. Der Sequoia National Park ist zusammengelegt mit dem Kings Canyon National Park. Aber wir wissen noch nicht, ob das 1 oder 2 Videos werden. Wir haben übrigens eine richtig geile Campground hier. Ja, das wollte ich sagen. Ja, den Campingplatz zeigen wir dann später. Aber jetzt geht es erstmal auf den Murray Rock Trail. Ja, 9,5 Mal. krass. Alter Schwede. Ach, das muss ja ein Umfang sein von 18 Meter oder so. Nachdem wir vor kurzem bei L.A. waren am Meer, sind wir jetzt auch schon wieder relativ hoch. Hier die Redwoods sind relativ hoch gelegen, so auf, also über 1500 Meter. Ich glaube bis zu 2000 Meter sogar. Und ja, jetzt geht's hoch zum Moro Rock, das Ziel unserer Wanderung. Wo man ja schon das Gefühl hat, dass hier der Weg das Ziel ist mit dem wunderschönen Wald. Boah, dieser Riesenbaum, den wir da gesehen haben, der tot in der Gegend rumlag. Der war schon anders. Auf dem Schild unten stand eben, dass hier der Moro Rock auf 2050 Meter ist. Und hier hat man eine sehr gute Aussicht. Da unten sind die Redwoods, wo wir durchgelaufen sind. Da waren wir oben. Das ist so krass.
Ich musste die Kamera auf weit stellen, damit ich das überhaupt drauf kriege, wo gerade die Isar hier lang gegangen ist. Wahnsinn. What the hell? Alle direkt nebeneinander hier. Krass. Ja, der ist nochmal eine Nummer größer. Ja, ziemlich cool. Wir können auf jeden Fall Autos durchfahren. Und wir haben jetzt erstmal alles gesehen auf unserer Wanderung und gehen jetzt zurück zum Museum und gucken uns da noch ein bisschen was zur Entstehung und Geschichte an. Guck mal hier, da haben sie früher auch Autos auf die Bäume draufgefahren. Warum? Weil sie es können. Cool, ja? Riesenzapfen. Nach der Wanderung eben, die übrigens, wie lange war? Ein bisschen mehr als 10 Kilometer. 3 Stunden, 3,5 Stunden haben wir gebraucht. Ja, waren wir jetzt eben noch im Giant Forest Museum und da haben wir einiges über die Sequoia-Bäume gelernt. Ja, zum Beispiel, dass sie nur auf einer ganz bestimmten Höhe wachsen, also über Meeresspiegel. Zwischen 1500 und 2000 Metern. Über 2000 Meter ist es zu kalt und unter 1500 Meter ist es zu warm und zu trocken. Außerdem haben wir noch ganz viele andere interessante Fakten gelernt. Und zwar sind das nicht die gleichen Redwood Trees wie an der Küste, die klassischen Redwoods, wo man schon mal öfter davon gehört hat. Aber es ist die gleiche Baumfamilie. Die heißen beide irgendwas mit Sequoia und das hier sind die Giant Sequoias und die an der Küste, das sind halt eben die Redwoods. Hier die wachsen breiter und haben mehr Masse, sind deswegen so die von der Masse her die größten Bäume. Und die Redwoods sind die höchsten Bäume. Ganz genau. Was auch voll interessant ist, das Feuer spielt im Leben der Sequoia-Bäume eine richtig wichtige Rolle. Zum Beispiel können die Bäume, die tragen die Zapfen teilweise für 20 Jahre, bis dann irgendwann mal ein Wildfire kommt und genug Hitze erzeugt, damit die Zapfen aufgehen. Und dann erst können die von den männlichen Zapfen, die haben nämlich auch männliche Zapfen, bestäubt werden. Interessant, ne? Außerdem, ohne ein Wildfire hätten die Setzlinge, also dann die Samen, die wachsen, nicht genug Platz, um zu wachsen. Ausgewachsene Sequoia-Bäume lassen sich auch übrigens kaum vom Feuer beeindrucken, denn das normale Feuer kommt gar nicht bis zu den Ästen von denen ran, da die so weit oben wachsen. Und unten die Rinde ist so dick, dass es wie so eine Isolation ist. Und wenn die dann doch mal ein bisschen abfackeln unten, dann ist ihnen das auch noch egal, weil wir haben schon Bäume gesehen, die einfach halb ausgehöhlt sind und trotzdem weiter wachsen. Wir haben gerade was Cooles entdeckt, und zwar von diesem großen Baum, den wir gerade gesehen haben, ist vorne einmal der Fußabdruck gepflastert. Und da kann man einfach mal sehen,
wie riesig die sind nochmal. Da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Das waren übrigens früher mal 2 individuelle Bäume und die sind mit der Zeit dann unten am Stamm zusammengewachsen. Und der Name ist Ed by Ned. Das ist so riesig. Wir stehen mittendrin. Jetzt geht's zum größten Sequoia. Wir gehen jetzt zum General Sherman Tree. Das ist der größte Baum der Erde. Und der ist 85 Meter hoch, 31 Meter im Durchmesser. Ja. Nee, im Umfang. Ja. 31 Meter im Umfang. Und das ist der größte Baum der Erde im Volumen gemessen. Also nicht der höchste und auch nicht der älteste. Aber ziemlich beeindruckend. Trotzdem 2200 bis 2700 Jahre alt. Tja, ist schon ein ganz schöner Brocken, ne? Was hast du anderes erwartet? Der ist echt groß. Ich präsentiere unseren Schlafplatz für heute Abend. Wir bauen jetzt Camp auf, sammeln Feuerholz. Ja, wir pennen wieder umsonst hier, das BLM-Land. Und gestern war ganz ähnlich. Ja, so macht es am meisten Spaß. So kann man auch gut Geld sparen. Was denn? Ich habe gerade in den Wald gekackt. Aber ich habe mir ein Loch gemacht. Ich habe ein Loch gebuddelt vorher. Ja, so soll man das auch machen. Mindestens 6 Inches tief steht da. Auf einer Broschüre, die wir gelesen haben. Ja, wir werden immer Outdoor erprobt da, vor allem die Isabel. Da wir zu geizig sind, uns mal eine Axt zu kaufen oder eine Säge oder so, muss ich mir mal irgendwas einfallen lassen, wie wir das Feuerholz klein kriegen. Und da wir nicht nur so kleine Dinger verbrennen wollen, die immer so schnell weg sind, habe ich jetzt eine neue Methode. Die zeige ich euch mal. Ja? Ja, das war was. Man kommt sich zwar ein bisschen vor wie so ein Höhlenmensch, aber es funktioniert. Also, das reicht locker für heute Abend. Wahrscheinlich ist es sogar noch zu viel. Damit wir auch schön gerade schlafen. Wir haben uns jetzt eine Reispfanne gekocht. Wir machen eigentlich abwechselnd Reis und Nudeln. Das ist so unser Essen. Wie fandest du eigentlich den Tag heute? Ich fand es schön, mal wieder im Wald zu sein. Das hat sehr gefehlt den letzten Monat eigentlich. Ja, war schön heute. Ja, finde ich auch. Also es war ja echt die ganze Zeit nur rot, dann war es viel Stadt. Und es war immer, weiß nicht, sehr trocken auch. Und jetzt halt komplett anders. Ne? Jetzt grün. Und richtig geile Bäume. Also das fand ich war schon Hammer. Ne? Wir haben auch den größten Baum der Welt gesehen. Ja. So, wenn man nur den Stamm betrachtet. Ja, ich denke mal die nächsten Tage oder die nächsten Videos wird jetzt wieder alles grün sein. Ah, cool. Hier gibt es übrigens auch wieder Bären. Deswegen muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir haben mit einem Typ geredet im Visitor Center. Hier ist Bärspray verboten in Kalifornien, weil die Leute sich mehr selbst wehtun als den Bären. Wir haben es trotzdem noch. Wir schmeißen es jetzt nicht weg. Naja, ich würde sagen, das war's. Für heute. Ja, und dann geht's morgen weiter mit einer anderen schönen Wanderung.
somit beginnt wieder ein neuer Tag im Sequoia National Park. Dieser Welt hat ein bisschen gefroren heute Nacht. Ich nicht, mir war schön warm. Ja, heute steht wieder eine kleine Wanderung auf dem Plan. 6 Kilometer zu den Tokoyama Falls oder irgendwie sowas in die Richtung. Topoka Falls. Wir wissen nicht viel darüber, außer dass der Ranger gesagt hat, momentan gibt es viel Wasser, deswegen soll es ganz cool sein. So, jetzt sind wir kurz beim Visitor Center, was aber noch geschlossen hat, weil irgendwie ist hier trotz Anfang Mitte Mai noch alles im Winterschlaf. Hier sind trotzdem die Toiletten und ein kleines Café. Also wir gehen jetzt kurz auf Klo, Gesicht waschen, Hände waschen und Hans kriegt seinen Kaffee. Und hier gehen wir später übrigens noch duschen. 3 Minuten für $1. Aber nach 2 Tagen Campen besser als nichts. So. Was ist los? Kaffee gibt es leider erst ab 11 Uhr, also nach der Wanderung dann. Hey, Schade. aber wer trinkt Kaffee dann erst ab 11? Ja, keine Ahnung, der kleine Markt hat schon offen, aber das Café hat nicht. Dann halt später. Oh, nicht traurig sein. Ja, ich weiß. Freu dich auf die Wanderung. Mach ich doch. Jetzt geht's los. Das waren jetzt die Falls. Das ist leider ein bisschen zu laut und auch ein bisschen zu heiß, um da länger zu verweilen. Aber ein bisschen Päuschen haben wir trotzdem gemacht. Hier gibt es auf jeden Fall richtig viele süße Tiere. Wir haben schon so Mermots gesehen. Die sehen aus wie so, keine Ahnung, explodierte Murmeltiere, aber dann flauschig explodiert. Jetzt geht es den gleichen Weg zurück und dann gibt es endlich einen Kaffee. Juhu! Habe ich endlich meinen Kaffee bekommen. Wir müssen jetzt hier noch schnell einen Vlog fertig machen. Der geht nämlich morgen früh online. Wir sind wieder top dabei. Wir sind beide frisch geduscht. Wie viel hast du eigentlich bezahlt? Für die Dusche? Ja. Ja, $2. Nee, doch, $2. $2, ich auch. Gar nichts, Alter. Der Vlog ist auch fertig geschnitten und hochgeladen für diesen Sonntag. Just in time. Ist echt so. Und schreibt doch mal gerne ein paar Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn ihr Kommentare schreibt und wir was zu beantworten haben. Also schreibt mal ein paar Kommentare. Jetzt müssen wir noch Wasser auffüllen, das gehört auch zu unseren Daily Duties. Und dann geht's zum Campground. Wir wissen noch nicht, ob wir denselben nehmen wie gestern oder schon etwas weiter
Richtung Kings Canyon National Park fahren, weil das ist der nächste Nationalpark, den wir uns anschauen. Wie fandet ihr denn den Sequoia National Park? Ich fand die Bäume geil. Ha, ja. Ja, war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Redwoods, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, als nächstes sehen wir uns dann im Kings Canyon National Park wieder. Sagen wir Tschüss. Wir sagen Tschüss. Tschüss.